Hallo und willkommen zu einem neuen Concept Art Workshop. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir fokussieren in diesem Kurs auf Environment und Prop Design und ich werde dir Schritt für Schritt meinen Prozess zeigen, wie ich von einer schnellen, einfachen Ideenskizze zu einem detaillierten Asset komme. Ich bin Ramon Springer und ich werde dich durch diesen Kurs führen. Ich habe als Thema Environment und Prop Design gewählt, natürlich weil es mein Fokus im Arbeitsalltag ist, aber auch weil ich dir die Angst vor dieser Thematik nehmen möchte. Environments, also Umgebungen, Räume und Sets, sind oft sehr komplex aus vielen Elementen aufgebaut und können dadurch am Anfang sehr schnell einschüchternd wirken. Das ist völlig normal, da wir auf so viele verschiedene Dinge achten müssen. Die Architektur, Komposition, Vegetation, die Tageszeit und das Wetter. Und dazu kommen noch so komplexe Themen wie Licht, Farben und Material. Da ist es völlig normal zu fragen, wo soll ich nur anfangen? Meine Antwort auf diese Frage soll mit diesem Workshop ganz einfach beantwortet werden. Wir fangen immer mit dem ersten und wichtigsten Gegenstand im Set an. Wir machen uns diese Herausforderung so einfach wie möglich und fokussieren auf den Fun-Part, das Design dieses Gegenstandes. Wir nehmen uns Zeit, sammeln Ideen, skizzieren verschiedene Richtungen und gehen dann ins Detail. Wenn wir diesen Prozess einmal durchgespielt und geübt haben, ist es einfach, eine zweite Variante davon abzuleiten und weiterzuentwickeln. Das soll dann das Ziel im zweiten Teil des Workshops sein. Kurz ein Gedanke zum Skill-Level. Der Workshop ist vordergründig an Anfänger gerichtet. Wenn ich einmal etwas zu schnell erkläre oder Dinge voraussetze, von denen du noch nie etwas gehört hast, schreib mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche dann dort alles zu beantworten und eventuell noch einmal genauer zu beschreiben. Falls du schon fortgeschrittener Artist sein solltest, schau dir gerne trotzdem alles an und helfe denjenigen, die Fragen haben. Hier mal ein Überblick zum Workshop. Im ersten Video wärmen wir uns auf und ich zeige dir, wie und vor allem warum ich in kurzer Zeit so viele wie möglich Ideen aufs Blatt bringe. Falls du mich kennst, weißt du schon, was kommt. Richtig, Thumbnails. Im zweiten Video bekommen wir unser Briefing und die Aufgabe, was wir in diesem Workshop genau gestalten sollen. Im dritten Video starten wir dann direkt mit unserem ersten Design A. Wir sammeln Referenzen, analysieren Formen, Proportionen und Funktionen des Objektes und zeichnen ein paar Studien davon. Ziel soll sein, ein eigenes Design von diesen Studien abzuleiten. Dann zeige ich dir, wie ich ein grobes 3D-Mockup im Blender aufbaue und danach ein 2D-Overpaint mache, um Details hinzuzufügen und mein Design auf eine präsentable Ebene zu bringen. Im nächsten Video nehmen wir unser fertiges Design A und erstellen eine zweite Variante. Dazu fügen wir dem Design eine neue Zutat hinzu und schauen mal, wie kreativ wir sein können. Dann wiederholen wir den Workflow wieder mit einem 3D-Mockup und zuletzt wieder mit einem 2D-Overpaint. Wie du siehst, ich habe den Kurs in einzelne Übungen pro Video geteilt, die nacheinander ablaufen und aufeinander aufbauen. Es macht also Sinn, dass du dir die Plays von Anfang bis Ende chronologisch einfach durchschaust und während oder zwischen den Videos einfach mitmachst. Natürlich kannst du Übungen auslassen oder Pause machen, wie du möchtest. Ich empfehle dir aber, dass du trotzdem alles einmal durchschaust und die Übungen mitmachst. Ich arbeite in diesem Kurs mit Photoshop und Blender, wobei Blender optional ist. Du bekommst immer alle meine Dateien und kannst dann immer noch mal selber schauen, wie ich meine Designs aufgebaut habe. Du kannst meine Elemente und Szenen nach deinen Wünschen verändern, weiterentwickeln oder einfach deine eigenen Props einbauen. Okay, das war es erstmal, was ich einleitend sagen wollte. Wie gesagt, wenn du Fragen zu dem Kurs hast oder möchtest, dass ich einen Punkt noch einmal etwas genauer erkläre, schreib es mir gerne immer unten in die Kommentare. Außerdem gibt es einen Discord-Server, auf dem wir ausführlich Bilder und Fragen diskutieren können. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Nutze auf jeden Fall diese Gelegenheit, dich mit anderen oder mir auszutauschen. Und lass mich auch gerne wissen, ob dir das Video gefallen hat. Du kennst den Spruch, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und zu allerletzt, am Ende des Workshops vergebe ich ein paar Termine für Meetings über Discord, bei denen wir uns noch einmal direkt über deine Entwürfe austauschen können. Wie gesagt, ich freue mich, dass du hier bist und lass uns loslegen. Auf zum nächsten Video und der ersten Übung.